Im Humboldt-Institut für Genrecherche meinen die Forscher der vom Deutschen E-Sport-Verband gegründeten Arbeitsgruppe CLEAR, die Lösung der Cheater-Frage in der menschlichen DNA zu finden. Seit bereits über einem Jahr befindet man sich dort auf der Suche nach dem berüchtigten Cheater-Gen. In enger Zusammenarbeit mit dem Human Genome Project und dem National Human Genome Research Institute. Das Cheater-Gen bedingt laut Theorie sowohl körperliche Erscheinungsmerkmale als auch soziale Verhaltensmuster. Im vorläufigen Forschungsbericht vom 01.01.05 wird dieser Phänotyp wie folgt zusammengefasst. Das Cheater-Gen bedingt Kleinwüchsigkeit, Sehschwäche, Muskelschwund, unsymmetrischen Körperbau, erhöhte Krankheitsanfälligkeit und den Hang zu extremer Dünn- oder Fettleibigkeit. Primäre und sekundäre Geschlechtsmerkmale sind oft verkümmert, wenn auch intakt. Das Gen soll sich bei der DNA-Replikation durch einen bislang unbekannten Effekt in der Gensequenz vermogeln und mit seiner fehlerhaften Syntax die Informationen von folgenden Genen schlichtweg überschreiben. Sinn und Zweck dieses Gens sind unbekannt. Vielleicht tatsächlich die nächste Stufe der Evolution? Unwahrscheinlich, sagen Forscher. Denkbarer sei ein Überbleibsel aus Zeiten, als die Natur noch spielfreudig war. Das Experiment war ein Fehlschlag. Dominant ist das Cheater-Gen aber bis heute geblieben. Ja, wie eine Arschlochkarte. Es hält sich hartnäckig und wird immer weitergegeben. Ein Streich der Natur. Sie hat das nicht so ernst gemeint. Sonst hätte sie die komplette DNA versaut. Und so treibt nur ein einzelnes Gen ein wenig Schabernack. Behandelbar ist dieser Schabernack freilich nicht. Obwohl das Cheater-Gen während Tests schon öfters lokalisiert wurde, bleibt eine Regel bislang aus. Das System ist noch nicht enträtselt. Grund genug für manche, den Ursprung des Cheatens in ein völlig anderes Feld zu schieben. Der Psychiater und Hobbyspieler Dr. Bernd Christmann hat langjährige Erfahrung im psychotherapeutischen Umgang mit Cheatern und gilt als Ikone der Spielerbehandlung. Er entwickelte seine eigene Theorie. Der Cheater ist ein zutiefst von Dämonen getriebenes Wesen. Doch diese Dämonen haben nichts mit dem Erbgut zu tun. Viel eher ist er Opfer von tief sitzenden Traumata, von negativen Kindheitserinnerungen und daraus resultierenden Minderwertigkeitskomplexen. Ebenso muss man mit dem Vorurteil der verkümmerten Geschlechtsmerkmale aufräumen. Zwar haben die meisten Cheater einen kleinen Penis, doch erzwingt ein unterentwickeltes Geschlechtsteil noch längst nicht das Cheaten, wie häufig behauptet. Was ich damit sagen will, der Cheater ist das Opfer und nicht die paar Leute, die ihm ausgeliefert sind. Was ist das schon? Sie werden besiegt, verlassen den Server und kehren in ihr normales Leben zurück. Doch was ist das für ein Leben, das der Cheater führt? Wohin kehrt er zurück, nachdem er gecheatet hat? Diese Frage stellt die Öffentlichkeit zu selten. Und ich kann Ihnen aus meiner langjährigen Erfahrung sagen, dass die Antwort ernüchternd ist. Dr. Christmann gewährte uns Einsicht in eine gefilmte Hypnosesitzung, die er mit einem chronischen Cheater hielt. Unter Wahrung der Anonymität durften wir das Material verwenden. Es offenbarten sich Einblicke in eine zerschundene Seele. Nein, nein, ich will da nicht zurück. Keiner mag mich. Sie lachen mich aus. Immer lachen sie mich aus. Aber es ist doch dein Zuhause. Nein, ich will nicht. Riecht komisch. Es ist da dreckig. Die anderen verhauen mich wieder. Wegen meiner Stimme. Mein Haar. Meine Zähne, mein Kleider. Mach dich doch mal schick. Nein, ich bin es nicht wert. Alle sagen es und sie haben recht. Mama, bitte lass mich cheaten. Dann mach ich sie alle fertig. Dann kriegen sie es. Cheaten. Da haben sie keine Chance. Das wird gut. Dann knall ich sie alle weg. Aber ja,
Aimbot und Wallhack und Flashhack, Cheaten. Wenn ich klatsche, wachst du auf. Wach endlich auf! Einer letzten kleineren Personengruppe werden simple körperliche Gebrechen oder Bildungsschwächen nachgesagt, die zu Cheat-Verzweiflungstaten trieben. So gibt es seit geraumer Zeit den Eversense-10 oder EST-Cheat für verschiedene Spiele, der Seh- und Hörgeschädigten helfen soll. Den Text-to-Speech-Cheat für Analphabeten. Oder den Erection-Motivator-Cheat, der Spielern helfen soll, die sexuelle Frustration durch Spielerfolge kompensieren wollen, allerdings Erektionsprobleme. Cheats als Ausgleich natürlicher Handicaps? Inwiefern diese Cheater verurteilbar seien, bleibt offen. In former times, people were more happy to get connected by online games, but nowadays it feels sometimes that people don't enjoy it anymore. It feels like everyone just wants to cheat. No, not cheat. Everyone just wants to win, you know, and they don't enjoy the community feeling anymore because of cheaters? No, not because of cheaters. Because it's not insufficient. It's not sufficient anymore just to play and have fun, you know. It feels like we have lost our sense in playing fair? No. It feels like we have lost our childish love for the pure gaming, you know. That's thanks to cheats? Yeah, partly. So cheaters kill the gaming community. Yeah. Thank you. Mit ihrem Wallhack spielen den Vodka. Ihr seid sogar noch schlimmer als die Camper und die Flamer. Denn ihr seid nur abgefuckte Cheater-Lamer. Hey, Cheater an die Wand, wir haben euch längst erkannt. Zielt auf euch gezielt, ihr werdet nicht mehr gespielt. Cheater an die Wand, wir haben euch längst gebannt. Jetzt ist aus die Maus, wir schmeißen euch jetzt raus.